Da hinten, guckt euch mal die Wände an. Ich kann nichts sehen. Hi Freunde, willkommen zu einer neuen Episode. Wir sind wieder an unserem Lieblingsspot und gehen heute eine Runde surfen zusammen. Es ist tatsächlich kein Mensch da. Der Wind ist offshore. Ich weiß nicht, ob man das ganz gut sehen kann. Da hinten läuft eine fantastische Rechte. Gleichzeitig läuft hier vorne auch eine richtig gute Linke. Und wir müssen einfach mal gucken, welche davon wir am Ende surfen werden. Hier, schaut euch das an. Jetzt geht's los. Also es wird eine tricky Session. Es ist nämlich, ich bin jetzt ganz allein im Wasser. Es ist richtig starker Offshore-Wind. Es wird sehr schwer dort reinzukommen. Wahrscheinlich sind die Strömungen auch ziemlich stark. Und jetzt muss ich einfach mal gucken, wie ich das am dümmsten anstelle. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie kritisch die Session sein wird. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch jetzt mal mit in meinen Kopf, um euch einmal zu zeigen, welche Gedanken ich hatte, was ich hier gemacht habe. Ihr werdet sehen, die Session geht gehörig schief. Und die zweite Session in dieser Folge, die sich dann direkt daran anschließt, ging auch direkt schief. Also erstmal, was war das für ein Tag? Ihr hört es schon im Audio und seht es auch am Wasser. Es gab einen super starken Offshore-Wind. 40 bis 50 km/h konstant, bei Böen 60 bis 65 km/h. Und hier ist das erste Mal, dass ich dann direkt Zweifel bekommen habe, ob ich die Session machen soll oder nicht. Und bin hin und her gerissen. Hier überlege ich tatsächlich rauszugehen. Ich gehe tatsächlich zurück, weil ich dachte, okay, ich mache die Session einfach nicht. Und es gibt ja auch den Satz, wenn man Zweifel hat, dann geh nicht raus. Also if in doubt, don't go out. Hätte ich besser mal machen sollen. Diese Wellen sahen aber so gut aus von oben, dass ich es doch irgendwie probieren wollte. Was ist passiert, wenn der Wind so stark ist? Der war nicht komplett straight offshore, sondern leicht schräg nach links. Ist, dass das ganze Wasser tatsächlich auch gedrückt wird und dadurch auch recht starke Strömungen entstehen können, zusätzlich zu den Rips, die es gab. Und der Tag war einer, der doch sehr groß war. Es waren bis zu 10 Fuß bei einer ganz ordentlichen Periode, so 13 bis 14 Sekunden. Das heißt, die hatten ordentlich Dampf. Ich habe mich jetzt dann doch entschieden, raus zu paddeln, wie ihr sehen könnt. Und merke an der Stelle schon, dass das Wasser ordentlich von rechts nach links drückt. Das heißt, nach links, ihr seht links den großen Felsen, da ist der Point Break, drunter ist ein Riff. Und hier hinten links könnt ihr auch sehen, wie groß die da reinbrechen, die großen Wasserwände rollen da draußen rein. Und das ist jetzt auch der Moment, wo ich merke, nee, das geht gar nicht. Ich werde so schnell darüber gedrückt und würde dann quasi auf der Inside immer tiefer da reingedrückt werden und dann letztendlich ins Riff gespült werden. Deswegen habe ich mich hier entschlossen, doch rauszugehen, beziehungsweise zum Beach Break rüber zu paddeln und die zweite Option zu surfen, nämlich die lange Rechte, die wir von oben am Anfang des Videos sehen konnten. An der Stelle hieß es dann erstmal lange gegen die Strömung paddeln, immer wieder die großen Sets auch duckdiven und dann langsam versuchen, nach hinten auch rauszukommen mit dem Channel. Das hat alleine fast eine halbe Stunde gedauert, auch wenn man das jetzt nicht so gut sehen kann in dem Video, weil ich es natürlich ein bisschen zusammengeschnitten habe. Also die Strömung ist sehr stark durch den Wind. Wir werden mal sehen, wie lange wir das so durchhalten. Und hier merke ich langsam das zweite Problem. Ich habe es jetzt fast in die Mitte dieses Strandes geschafft, um dort dann zu surfen. Aber in dem Moment denke ich schon gar nicht mehr richtig dran, Wellen zu surfen. Das zweite Problem, ihr seht, wie stark der Wind dort entgegenkommt. Das ist auf der offenen Wasserfläche noch viel stärker. Ist, dass es mich jetzt auf das Meer raustreibt.
und es durch den starken Wind auch extrem schwer ist, in die Wellen überhaupt rein zu paddeln. Ihr habt es gerade gesehen, keine Chance. Also hier ist keine Ding, der Wind ist so stark, der bläst den Spray so sehr, dass ich nichts sehen kann. Und deswegen ist an der Stelle eigentlich dann auch klar, okay, die Session wird abgebrochen, ich muss jetzt raus. Nur muss ich dann auch erstmal rauskommen. Also zum einen drückt der Wind mich jetzt immer wieder nach hinten raus. Und das war dann die eine Welle, die ich in dieser Session hatte, um rauszugehen. Ein 3 Meter hoher Closeout, einfach nur fast straight runter. Und das Ganze nach wahrscheinlich einer Stunde, die ich versucht habe, eine Welle zu bekommen. Und eine Stunde gegen den Wind paddeln. Das war sketchy. Hier allein ins Wasser gehen. Also ein kurzes Recap muss sein. Jetzt hoffe ich mal, dass der Wind hier nicht so stark ist und ihr mich gut verstehen könnt. Und zwar, das war dumm, was ich gerade gemacht habe. Erstens ist hier keiner, nicht mal oben. Im Wasser so und so nicht. Die Wellen hatten 6 bis 10 Fuß, also auch mit ordentlich Power drin. Und vor allem war der Offshore-Wind so stark, dass es ultra schwer war, in die Wellen reinzukommen. Ich hatte jetzt eine Welle, um überhaupt wieder rauszukommen. Und da hat es mir sogar das Brett hochgehoben. Also die hat mich fast rausgepustet. Wenn ihr euch das mal anguckt hier, das ist einfach nur gestört. Gut, es ist gerade kein Set. Aber ich zeige es euch gleich mal, wenn ein Set kommt. Ihr müsst euch vorstellen, der Spray da hinten, wenn ihr hinter so einer Welle ist, ist er gerade versucht, die anzupaddeln. Das ist so dichter Wassernebelregen, da fällt es sogar schwer drin zu atmen. Kein Scheiß, das fühlt sich an wie Waterboarding. Nicht, dass ich das schon mal ausprobiert hätte. So, jetzt kommt ein Set. Guckt euch das an, die Lines. Guckt euch mal an, wie da der Spray hinten raus feuert. Und dann vor allem, jetzt bei der nicht, aber so viele Closeout-Tubes, also da überhaupt zu erkennen, wo man sitzt. Aber wir machen was, ich bleibe jetzt einfach im Wetsuit drin und ich fahre jetzt nochmal zu einem anderen Spot, der wahrscheinlich super voll sein wird. Freund ist da wahrscheinlich auch gerade und dann gucken wir mal, ob wir da nochmal schnell rein surfen gehen. So, damit der Autositz schön trocken bleibt, einfach mal schnell den Poncho drüber. Und noch das letzte bisschen Wasser aus dem Wetsuit raus. Steht da unten drin die Brühe. Wahrscheinlich nicht nur Wasser. Und schön, los geht's jetzt wieder weiter. Auch übrigens die guten 5-Slides mit dabei. Das ist die Brand, gegründet und designt von meiner Freundin. Ich unterstütze das mit Funding. Deswegen werdet ihr die vielleicht auch immer wieder mal im Vlog sehen. Ich trage die auch die ganze Zeit, weil sie super bequem sind. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter zum nächsten Spot.
Also Freunde, ich hätte ja gehofft, dass ich euch auf eine gute Session hätte mitnehmen können, aber ja, ihr habt gesehen, da waren nicht viele Wellen mit dabei. Auch hier an dem Strand war das jetzt eine Harakiri-Mission, super starke Strömung und wenig Wellen, die überhaupt Potenzial hatten. Ich hatte ganz am Anfang eine, da hat es mich, weiß ich gar nicht, muss ich gleich selber noch angucken. Auf jeden Fall auf der zweiten dann hat es mich nochmal richtig runtergeworfen. Es war schwer, rechtzeitig in die Wellen reinzukommen und deswegen, ja, keine Chance. Aber morgen ist ja auch wieder ein Tag und dann geht's wieder los, dann gehen wir wieder zusammen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Morgen heißt auch, dass ich morgen gehe, aber die Folgen kommen immer raus, einmal die Woche, immer samstags. Ich freue mich auf euch, bleibt positiv und bis bald.